Liebe Reisefreunde, geschätzte Abonnenten, ich sage nun dem Po fürs erste Lebewohl. Ich brauche eine Auszeit, auch von der hier herrschenden Hitze. Das kulturelle Bein wird mir zu schwer. Ich muss nun wieder mehr das Naturbein belasten und fahre somit weiter nach West. Da ich ja nun über Turin anstatt Alessandria und Asti in die Berge gehe, ist das Crossziel der Mont Cenis. Dort führt im Gegensatz zur südlichen Route auch ein Radweg rüber. Zudem ist da wegen des vorhandenen Tunnels auch kaum Verkehr zu erwarten. So mache ich mich nach einem gar nicht mal so schlechten Frühstück auf ins Tal der Susa, bis nach Susa, wo ich mich in ein Kloster einquartieren werde. Ich war noch nie in dieser Gegend und bin also voller Erwartung. Der Bezirk im Westen zeigt sich im besseren Zustand als der im Norden Turins. In Grugliasco komme ich an einer Kirche vorbei und muss natürlich kurz reinspringen. Die Kirche San Cassiano, von außen unscheinbar, versetzt im Inneren den Fredel mal wieder in Verzückung. Wer hätte das gedacht? Auf der Strecke nach Rivoli wird mir schnell klar, ich verlasse die Po-Ebene nun endgültig. Seit Tagen die erste Steigung. Da muss ich mich echt mal erst dran gewöhnen. In Rivoli quere ich die sehenswerte Altstadt. Nun kommen auch die ersten Berge in Sicht. Das Städtchen Avigliana liegt schön in einem Talkessel, aus dem ein einzelner Berg herausragt, worauf ein Kastell errichtet wurde. Aber was in aller Welt ist das hier auf der Bergkuppe?
Jo, ich hab's nun rausgefunden. Sacra di San Michele heißt das Kloster. Und ich ärgere mich gerade erheblich, dass mir das bei der Planung gestern entgangen ist. Nun ist es zu spät. Der Aufstieg würde Stunden dauern. Keine Ahnung, wie mit dem Zubringermann raufkäme. Ich habe noch eine Strecke zu radeln, bergan und mit spürbarem Gegenwind. So ein Mist. Nach der Talenge wird es erstmal flacher, steigt aber kontinuierlich. Seit Turin fällt auf, hier im Westen ist die Landschaft deutlich weniger vermüllt, zum einen, zum anderen sticht aber auch der Unterschied arm-reich umso deutlicher ins Auge. Ich habe sogar eine Frau an einem öffentlichen Brunnen Wäsche waschen gesehen. Seit dem See folge ich einem offiziellen Radweg, dem HWT bzw. CDM. Als Mountainbiker nehme ich natürlich diese Abkürzung.
Der Weg ist aber derart verblockt, dass ich runterschieben muss. Jedenfalls den Anfang. Dem Bewuchs nach scheint dieser Schweinestall mitten in der Landschaft schon länger zu stehen. Es wird aber dran gearbeitet. Hinter Villar Focciardo wechselt der Radweg auf die andere Seite des Tals. Hier muss ich noch unter die Autobahn durch. Dann noch über die Gleise drüber. Das kommt davon, wenn man den offiziellen Radweg verlässt. Auf dieser Talseite ist die Routenführung nun deutlich anstrengender. Es geht permanent rauf und runter. Wie man sieht, weht nun eine ganz anständige Brise, was mein Vorkommen ganz schön verlangsamt. Dafür eröffnet sich jetzt ein grandioses Panorama. Ja Leute, ich nähere mich nun Susa. Und du meine Güte, was für eine herrliche Lage. Welch ein grandioses Panorama breitet sich hier vor mir aus. Mir ist jetzt schon klar, hier werde ich eine Zeit lang verweilen. Nun, was die Aufnahme im Kloster betrifft, das werde ich euch morgen erzählen. Heute gehe ich mal essen, mit Empfehlung von der Klosterverwaltung. Klasse und nicht mal teuer.